Herzlich willkommen auf meinem Blog SPS-Programmierung. Auf meinem Kanal erfahren Sie etwas über SPS-Technik, das heißt über speicherprogrammierbare Steuerungen und über SPS-Programmierung. Die Programmierung werde ich anhand der AC500 von ABB und der Software Codesys zeigen. Ich bin freiberuflicher Elektroingenieur mit dem Schwerpunkt Industrieelektronik. Zuerst werde ich Ihnen etwas über die Hardware erklären. Was ist eine SPS? Wie funktioniert diese und wie wird diese programmiert? Eine SPS ist eine industrielle Steuerung zur Automatisierung von Maschinen und Anlagen oder wie es VDE 2880 definiert, elektrisches Betriebsmittel, das überwiegend für Steuerungsaufgaben eingesetzt wird und das mittels einer anwenderorientierten Programmiersprache gemäß seiner jeweiligen Steuerungsaufgabe programmiert werden kann. Hier im Hintergrund seht ihr eine Steuerung aus den 80er Jahren. Hier ist das Rack, in das wurden einzelne Karten hineingesteckt, Karten oder Boards. Diese Karten haben Doppel-Europa-Format. Um diese ziehen zu können, hat man einen Spezialschlüssel oder Spezialwerkzeug gebraucht. Hier rechts haben wir die CPU. Die hatte Doppel-Europa-Format. Einen Mikroprozessor gab es damals auf der Platine noch nicht. Sondern das, was heutzutage ein Prozessor leistet, hat man hier diskret aufgebaut. Und hier oben, da steckte man Speicherbausteine herein. Am Anfang des Projektes, am Anfang der Inbetriebnahme, hat man da RAMs genommen. Und später, wenn alles einwandfrei lief, wurde das Programm auf EPROMs gebrannt und dann die RAMs gegen EPROMs ausgetauscht. So sieht das von hinten aus. Und dann kann man das Ganze wieder hineinstecken. Ist ein bisschen diffizil. Na, wo ist es? So. Hier links neben der CPU steckt das sogenannte Interface Memory. Mit dessen Hilfe wurde das Programmiergerät oder später der PC mit der CPU verbunden. Dazu wurden beide Karten mit so einem dicken Kabel verbunden. Der Spitzname dieses dicken Kabels, das war Elefantenrüssel, weil es ja relativ kurz, aber dick ist. Hier unten ist die V24-Schnittstelle. Diese wurde dann mit dem Programmiergerät bzw. dem PC verbunden. Hier kamen dann noch andere Karten rein. Hier habe ich auch noch CPUs drin stecken. Die gehören aber hier normalerweise nicht rein, sondern da sollten normalerweise Ein- und Ausgabekarten drin stecken. Die ich aber nicht mehr hier habe. Die habe ich verkauft. Und hier hinten, das ist der Rückwandbus. Der hat die einzelnen Prints miteinander verbunden. Und da unten, da wurde das Ganze verdrahtet mit der Peripherie, mit der Maschine bzw. der Anlage. Hier sind die Stecker für die Spannungsversorgung. Plus 5 Volt, plus minus 15 Volt, plus 24 Volt. Dann gab es noch dezentrale Ein- und Ausgaben. Das ist das Beispiel für eine Relay-Ausgabe. Diese Karten, die wurden über den RIO-Bus, Remote I/O-Bus, mit dem Hauptgerät verbunden.
Hier habe ich eine neuere Steuerung, also neuer als diese Steuerung jetzt. Das ist die CS31. Da war alles in einem Gerät drin. Das heißt die CPU, die Ein- und Ausgänge. Und hier haben wir die serielle Schnittstelle V24. Mit dieser wurde der PC verbunden. Und hier haben wir den Programm Start-Stopp-Schalter. Das Ganze sitzt auf einem Sockel. Über diesen Sockel wurde dann die Peripherie verdrahtet. Das kann man dann wieder zusammenstecken. Dann habe ich hier ein Modul, das war eine dezentrale Eingabe. Genauso gab es auch dezentrale Ausgaben. Das hier ist eine digitale Eingabe. Genauso gibt es auch analoge und auch analoge Ausgaben natürlich. Eine AC500 habe ich jetzt leider noch nicht hier. Muss ich erst bestellen. Aber hier, ups, spiegelverkehrt. So sieht das Ganze heute aus. Kann man das einigermaßen erkennen? Ja, das ist die AC500. Das sind Operator-Panel. Das heißt Touchscreens, mit dem kann man dann den Zustand der Maschine und der Anlage anzeigen. Und man kann Eingaben machen. Und im nächsten Block zeige ich dann, wie so eine SPS genau funktioniert. Beziehungsweise ich kann das auch jetzt schon ein bisschen erklären. Man hat ja die Eingaben. Das heißt, die Eingaben, die werden am Anfang, die SPS, die arbeitet zyklisch, und am Anfang werden die Eingaben verarbeitet, gemessen, und es wird ein Prozessabbild erstellt. Nachdem das Prozessabbild erstellt wurde, werden die Signale verarbeitet in einem Zyklus, der läuft durch, und am Ende des Zyklus wird das Verarbeitungsergebnis ausgegeben auf die Ausgänge. Und die Ausgänge können genau wie die Eingänge digital oder analog sein. Und mit den digitalen Ausgängen werden dann Relais und Schütze angesteuert. Und mit den analogen Ausgängen, da werden irgendwelche analogen Stellglieder angesteuert. Zum Beispiel Ventile. Und alles Weitere erkläre ich dann in meinem nächsten Video. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.